Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind im Freizeitpark Plon bei Donnerwind und der nächste Teil der Baudoku. Ich stehe hier an einer Stelle, da könnt ihr sehr, sehr bald auch stehen. Das ist der zukünftige Wartebereich für den neuen Multi-Launch Watercoaster hier im Freizeitpark Plon. Eine Weltpremiere. Was in der letzten Zeit hier passiert ist, was euch erwartet, wie das Ganze jetzt schon aussieht, das jetzt in diesem Video. Jan, wir sind schon wieder hier und es ist ein klein wenig passiert auf der Baustelle eures neuen Multi-Launch Watercoasters. Ja, eine Kleinigkeit ist gut, ja. Was habt ihr alles gemacht in der Vergangenheit? Ja, es ist jede Menge passiert. Also die größte Veränderung ist, glaube ich, die man sehen kann, dass endlich Wasser im See ist. Ja, Schienenschluss, glaube ich, zuerst sogar. Das haben wir gar nicht drauf. Haben wir den Schienenschluss letztes Mal nicht drauf gehabt? Nee, da war hier oben haben wir alles reingeknüpft, aber der untere See war noch nicht angefangen. Ah, stimmt, du hast recht, das ist doch schon länger her, wie ich vermutet hatte. Ja. Und es ist auch so ein bisschen Rockwork hier entstanden. Genau, also wir haben das Rockwork eigentlich komplett fertiggestellt. Es gibt nur noch kleine Farbrestarbeiten. Ja, der Schienenschluss, wie du gesagt hast, also der Track ist komplett aufgebaut. Wir haben die Deko-Elemente, die Thematisierung ist groß vorangeschritten. Ja, dann haben wir das Wasser in den See haben wir eingebracht. Ja, wenn wir dann schon mal jetzt hier sind, wo wir zuletzt waren, Deko und Rockwork, also hier ist ja schon einiges, was man, glaube ich, kurz erwähnen könnte, was ihr hier gemacht habt. Ja, zum einen sieht man hier diese Felsdurchfahrt, ne, wo man schön nah am Wasser durch die Felsschlucht fährt. Des Weiteren haben wir die Insel da drüben befestigt und das Drachenskelett eingebracht, der auch Teil der Story, die dann in der Station erzählt wird, ist. Ja, wie man sehen kann, hat sich jede Menge getan. Die Natur ist grün geworden, also sieht wirklich jetzt mittlerweile echt toll aus, das ganze Areal. Ihr habt ja die Außenmauer, das haben wir nämlich noch gesehen, die habt ihr in-house gefertigt. Korrekt, ja. Wie ist das mit dem ganzen Rockwork? Das Rockwork hat Universal Rocks gemacht. Ja. Habt ihr gedacht, komm, wenn schon, denn schon? Ja, man muss halt auch wirklich sagen, natürlich haben wir sowas auch schon selbst gemacht, aber nicht in dieser Qualität. Also Universal Rocks ist natürlich, man sieht, was sie für da umsetzen können und das ist wirklich genial. Die sind krass, das stimmt. Ja, quasi die Elemente, auf die wir jetzt zulaufen, gab es auch noch nicht. Genau. Das High-Five-Element. Genau, richtig. Also da haben wir das Rockwork vom High-Five-Element fertiggestellt. Der Dekohammer war, glaube ich, letztes Mal schon fertig, wenn ich mich erinnere. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, der war angefangen, das Boot war auf jeden Fall schon da, was ihr upcycelt. Ja, das ist übrigens auch schon passiert, also wie man es jetzt gut sehen kann. Da hat sich auch einiges getan, es sieht nicht mehr so aus wie beim letzten Besuch. Ja, um nochmal aufs High-Five-Element zurückzukommen, das Rockwork ist komplett fertiggestellt. Was jetzt noch final fehlt, ist, dass die Filteranlage fertiggestellt wird, angeschlossen wird und läuft, damit wir auch diesen Showwasserfall noch laufen lassen können. Also das ganze Wasser wird komplett gefiltert und ist das Wasser dann auch einfach als Wasserfall da? Korrekt. In Kombination spart man sich wieder Energiekosten, alles in einem Aufwasch. Ja. Gibt es hier eine Zuschauerterrasse oder wird das dein Bereich, um dir die Bahn anzugucken? Nein, das ist tatsächlich auch für die Zuschauer oder Fahrgäste zugänglich. Hier, das wird dann der Haupteingang zur Anlage. Ja. Was wir jetzt noch nicht sehen, was noch fehlt, ist, nach dem Haupteingang wird noch eine Treppe entstehen mit einer Plattform oben, die quasi über den zweiten Lounge geht. Ach, krass. Und in dieses Deko-Gebäude hinein. Dann von dem Deko-Gebäude geht die Treppe wieder runter durch den Tunnel, durchs High-Five-Element und dann Richtung Station. Ach, das ist ja cool. Ja, also von oben hat man wirklich auch einen super Ausblick. Also da kann man echt tolle Fotos machen und auch der Bahn zuschauen. Also wisst ihr schon mal, wenn es dann soweit ist, müsst ihr hier hinkommen, um in die Bahn reinzurennen. Ihr habt auch in der Zwischenzeit den Namen bekannt gegeben der Attraktion. Wie heißt denn euer neues Baby hier? Wir haben uns für den Namen Donnerwind entschieden. Wie kommt's? Ja, wir sind halt in die Wikinger-Thematisierung gegangen mit dem Thema. Und ja, Thor, der Donnergott, war sehr naheliegend. Und da eine tolle Kombination aus dem Thor und dem Wind. Na, da haben wir dann, glaube ich, einen echt coolen Namen gefunden für die Anlage. Das stimmt. Vor allem einen, den es noch nicht gibt, der aber in diese Richtung geht. Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Ja, das war auch die Namensfindung war extrem schwierig. Also wie viele Abende wir jetzt auf der Couch zu Hause verbracht haben und bei Google gesucht und so weiter. Ja, es war echt ein langer Prozess, ja.
Hier entsteht also noch mehr Rockwork auf der Seite, wo das Boot vorher stand. Ist das richtig? Stand das da? Nein, das Boot stand vorher tatsächlich bei dem Rafting oben. Also eine Reihe dahinter? Ein, zwei da oben, genau. Okay. Hier, das war alles mal früher noch der japanische Themenbereich. Und hier war noch die Buddha-Figur mit dem Rockwork. Stimmt. Genau, und der ist ja leider jetzt komplett nicht mehr passend. Deswegen mussten wir da auch mit ran. Ja. Ja, ein Buddha jetzt in so eine Wikinger-Thematisierung. Ist schwierig zu integrieren. Ihr seid ja noch nicht offen, obwohl alles ziemlich fertig aussieht. Zwei Sachen. Wann habt ihr vor zu eröffnen? Habt ihr da schon eine Idee? Oder könnt ihr das überhaupt schon kommunizieren? Wollt ihr das schon kommunizieren? Also wir haben jetzt aktuell geplant, am 19.06. die Bahn offiziell zu eröffnen. Heißt, ja, das wird dann ein Presseevent mit Eröffnung. Und ab dem 20.06. wollen wir dann in den regulären Betrieb gehen für die Gäste. Wenn natürlich alles optimal läuft, könnten wir vorher vielleicht ins Soft-Opening gehen. Das wäre unser Wunsch. Also wenn es wirklich optimal läuft, wirklich, dann könnten wir vielleicht das erste Juni-Wochenende ins Soft-Opening gehen. Optimal laufen, da sind wir nämlich dann bei der Anschlussfrage, was muss denn jetzt noch gemacht werden? Weil es sieht ja so fertig aus, bis auf so ein paar Schönheitsarbeiten in Anführungsstrichen. Ja, also Vor allem haben wir, glaube ich, hier auch eine entscheidende Stelle der Bahn dann. Genau, korrekt. Also es gibt noch jede Menge auch von uns im Haus Arbeiten abzuschließen, Thematisierung, Dekoarbeiten und so weiter. Ja, der Hauptteil liegt jetzt noch bei EMIS, die ganze Steuerung zu der Anlage programmieren. Also es sind noch jede Menge sicherheitsrelevante Tests durchzuführen, ja, Einstellungen vorzunehmen für die Automatik und so weiter. Und ja, was auch noch eine große Herausforderung ist, was du gerade eben schon angesprochen hast, der finale Splash. Wir müssen noch die Wasserniveaus einstellen. Und ja, den letzten Runout, den würden wir gerne noch ein bisschen hochsetzen, weil aktuell ist doch sehr, sehr viel Wasser, was noch ins Boot eindringt. Das wollen wir natürlich nicht so lassen. Ja. Kann man das einfach hochsetzen oder muss da irgendwie was neu für gefertigt werden? Weißt du das? Also der ist grundsätzlich dafür ausgelegt, dass man den minimal einstellen kann. Ja. Das werden wir sehen, wenn wir ihn eingestellt haben und getestet haben, ob das ausreicht oder ob man zusätzliche Maßnahmen noch ergreifen muss. Was auch immer noch sehr speziell ist, gerade jetzt bei diesem Runout, weil wir dann ja in das Freischwimmende übergehen, dass es auch sicherheitsrelevant ist. Heißt, es könnte ja der Worst Case eintreten, der Strom fällt aus, die Pumpen gehen aus und der Wasserstand sinkt. Und wir sind jetzt gerade, oder ich sag mal, der Worst Case wäre, wir launchen das Boot im zweiten Launch, sind über den höchsten Punkt hinaus und dann dauert es ja noch 20 Sekunden, bis wir hier im Runout ankommen. Heißt, der Strom geht aus, wir haben 20 Sekunden und da muss noch genügend Wasser da sein, damit das Boot genug bremst. Und das ist ja nicht so einfach von der Einstellung her. Okay. Ja, das wird noch der größte Knackpunkt sein. Das ist, glaube ich, dann auch einer der Gründe, warum dieses Programmieren und Einstellen so lang dauert, weil man immer wieder aufs Neue sich da so rantasten muss. Das ist ja nicht einfach, ja, man steckt die Stecker rein und drückt Start, sondern das ist ja sehr filigran und auch eine Sache, die nicht im Vorfeld irgendwie in dem Büro passieren kann. Das geht nur an der Anlage selbst. Das ist wie Learning by Doing, so ein bisschen, ja. Das ist, so modern das alles ist, so komplex ist das auch und geht halt dann wieder nur irgendwie vor Ort. Ja. Das ist schon sehr, sehr, sehr Das ist halt auch sehr, sehr schwierig mit dem Element Wasser. Ja. Das ist so ein bisschen unberechenbar, das Ganze, ja. Wenn die Q-Line ja dann hier lang laufen wird, habt ihr vor, hier noch einen Shortcut zu machen oder bleibt das auf jeden Fall so der Weg? Der bleibt auf jeden Fall so, ja. Wir wollen ja auch wieder hier die Besucherzählung integrieren, also Wartezeitensystem. Und dann, wenn man 2 Eingänge hat, dann ist es immer schwierig, sowas korrekt abzubilden, ja. Das ist richtig. Ja. Beziehungsweise bräuchtest du halt 2 Zähler. Ja, mehr Kameras, mehr Zähler, mehr Sensoren und so weiter. Und das kostet alles wieder mehr, was nicht unbedingt nötig ist. Richtig. Und hier hinter der Parkteil bleibt dann so, wie er jetzt ist? Oder habt ihr dann langfristig auch vor, hier noch was zu machen? Oder muss das sogar so bleiben? Das muss so bleiben, weil zum einen hier führt ja dieser kleine, ich nenne das kleine Bächlein entlang. Und das ist auch Hochwasserschutzgebiet. Heißt, falls es doch mal Hochwasser geben sollte, damit genug Breite und Fläche da ist, dass das Hochwasser abfließen kann. Okay. Ja. Falls Donnerwind mal überläuft. Genau, falls Tor mal wieder zu heftiges Weil es Gewitter... zu viel Donnerwind gibt. Ja, und des Weiteren, die Straße, der Weg muss auch bleiben, da das laut Flucht- und Rettungswegplan Feuerwehrzufahrt ist. Okay. Da ist aber auch mal spannend zu wissen, wie Parks sich aufstellen müssen. Weil es gibt ja viele Leute, die sagen, die haben ja noch Platz. Nee, der Platz, der muss Platz sein. Richtig, richtig. Man hat ja gewisse Vorgaben auch, die man einhalten muss und da kommt man halt nicht drum rum. Ja.
Dann schauen wir mal rein, was ihr da schon angefangen habt, oder? Ja, dann. Ehrlich gesagt, das sieht so aus, als ob das irgendein Bestandsgebäude, ein altes, aus dem Park wäre. Nein, das ist tatsächlich alles neu. Ja. Dann ist es echt sehr gut gemacht. Danke. Wahnsinn. Ja, ist noch viel zu tun. Es kommt noch jede Menge Deko rein. Farbanstriche fehlen teilweise noch. Ja, dann gibt es noch irgendwann zum Ende dann, dass wir jetzt noch genug Platz haben zum Laufen, noch die Abtrennung zwischen Single Rider und dem normalen Eingang. Ja. Genau, dann im hinteren Bereich hier hinten, wo so diese Strohmatten sind, da gibt es dann noch eine kleine Projektion, da wird die Story erzählt zum Donnerwind, wie der entstanden ist. Genau, dass die Gäste da vorher noch ein bisschen mitgenommen werden, ne, bevor sie auf die Reise gehen. Genau, und hier sind wir schon eigentlich fast angekommen, wir sitzen schon fast im Boot. Wahnsinn. Ja, genau, hier die Gates dann. Das Boot steht auch schon bereit, die Dummies haben auch schon Platz genommen. Gegenüber wird dann noch auf diesem Leder, was da ist, gibt es dann noch so eine kleine Projektion für die Safeties. Und der Load also habt ihr Load- und Unload-Bereich getrennt? Genau, der ist getrennt. Jetzt steht das Boot aktuell in der Load-Position und ein bisschen weiter hinten ist dann die Unload-Position. Das sieht man hinten, das ist dann quasi der Ausgang, den wir da hinten rechts sehen. Ja, und die Load-Position ist auch das Verschiebegleis in den Bahnhof. In den Wartungsbereich. Genau. Wartungsbereich. Ja, stark, ey. Auch das Boot jetzt, wenn es final dasteht, wenn man das erste Mal auspackt, ist schon... Im letzten Teil der Serie haben wir gesehen, wie es so im Rohbau noch war. Genau, ja. Und jetzt steht's hier. Ja, richtig. Wie sehr habt ihr euch abgefreut, als die ersten Boote hier waren? Oh, das war schon sehr cool. Was ein bisschen schade war, es war halt komplett eingepackt mit Folie. Ja. Und wir hatten keinen Lagerplatz und mussten es draußen stehen lassen. Ihr konntet es nicht auspacken. Und deswegen konnte man es nicht auspacken. Das war so ein bisschen wie ein Weihnachtsgeschenk, was man nicht auspacken darf. Ja. Nee, umso schöner war umso größer war die Freude dann, als das Boot endlich hier in die Wartungshalle gekommen ist und wir es dann auspacken konnten und mal in ganzer Pracht sehen konnten sozusagen. Das glaube ich. Weißt du, wie viele Runden, wenn alles programmiert ist, die Bahn dann fahren muss, bevor es irgendwie soweit ist, dass sie eröffnet? Oder? Puh, das kann ich dir gar nicht sagen, da müsste man mal mit den Jungs von EMIS sprechen. Ja. Ich finde übrigens die LIM-Elemente super beeindruckend. Das sind ja voll die Richtige Klötze. Ja. Allein der Sound schon von die Lounges. Ja, der Anblick schon, ne? Wenn man hier rausschaut, wenn dann später noch der Wasserfall läuft. Ja, also das ist wirklich, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und ich glaube so, das ist das Attraktionshighlight in Deutschland 2026, bevor es fertig ist. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay, danke. Und auch so, Wahnsinnsanlage, Weltpremiere. Ja. Und das in einem, ich nenne es mal kleinen Park wie den Freizeitpark Plon. So, Das ist, so, ja. Korrekt, ja. aber ihr seid ja auch dafür bekannt, euch werden schon ordentliche Sachen. Ja, also, ich glaube, wer uns kennt, wer uns kennt die letzten Jahre, da haben wir schon echt Gas gegeben. Das stimmt, ja. Ja. Also, ihr macht es ja nur spannender, was als nächstes kommt. Damit wieder so verrückt wird, müsst ihr auch alle hier hinkommen, zahlreich. Und auch jetzt direkt dieses Jahr, nicht nächstes Jahr. Und ich glaube, das ist Grund genug für viele, hier mal einen Abstecher hinzumachen. Und die Region finde ich auch super. Also von daher, kommt vorbei. So, wir haben ja heute schon über das Thema der Programmierung gesprochen. Und wir haben jemanden hier, der sich da, glaube ich, ein bisschen mit auskennt. Würdest du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du eigentlich machst? Ja, hi, ich bin der Matteo. Und ich arbeite für die Firma EMIS und wir sind hier zuständig, um die Steuerung von der Anlage zu programmieren. Ihr seid ja nicht Mack-Rides, obwohl es eine Mack-Rides-Anlage ist. Warum programmiert ihr quasi für eine fremde Firma eine Attraktion? Also wir sind, also unser Standort ist auch in Waldkirch. Direkt neben der Firma Mack-Rides und wir arbeiten im Prinzip mit Mack-Rides zusammen. Also für die ganze Anlage von Mack-Rides machen wir alle Steuerungen.
Was ist eure Aufgabe jetzt hier vor Ort in Plon? Im Prinzip, wir sind verantwortlich für die komplette Elektronik an der Achterbahn. Also MAC macht im Prinzip das Mechanische und EMIS ist komplett zuständig für das ganze Elektrische an der Anlage. Montiert EMIS dann auch Sensoren und Kabel oder kommt das dann noch vorher von der Installation von MAC Rides schon mit? Also wir zeichnen am Anfang den Plan für die Anlage. Wir arbeiten da mit MAC zusammen, gebe denen Bescheid, was alles an Elektromaterial benötigt wird. Wir schicken dann jemanden vor Ort, der Supervision macht, also der kommt dann her und sagt, wie das Elektrische installiert werden muss und wie das alles anzuschließen ist und betreut das Ganze halt, sodass, wenn dann die Programmierer auf die Baustelle kommen, also wie jetzt der Kai und ich, dass wir dann sozusagen direkt mit der Inbetriebnahme starten können und alles schon fertig verdrahtet ist, dass wir im Prinzip nur noch durchchecken müssen, wenn wir diesen Sensor betätigen, kommt es dann auch bei uns in der Steuerung an. Deswegen seid ihr auch wahrscheinlich zu zweit, damit dann einer zum Sensor läuft, den auslöst und der andere guckt hier, ob das stimmt. Genau. Mittlerweile können wir das auch schon alleine machen, übers Handy. Also wir kriegen die Daten von der Steuerung mittlerweile auf unser Handy und dann kann man auch alleine hin, kann den Sensor betätigen und sieht dann am Handy, ob der Sensor betätigt ist. Warum muss so viel vor Ort programmiert werden? Geht das nicht vorher in einem Büro als Vorbereitung? Also es wird sehr viel vorbereitet. Es wird eigentlich alles schon im Voraus programmiert. Aber gewisse Dinge erkennt man dann natürlich erst auf der Baustelle, wenn man dann vor Ort an der Anlage ist. Wie viel Zeit braucht ihr, um so eine Anlage anzulernen, programmieren? Wie würde man das überhaupt bezeichnen? Meinst du jetzt den Inbetriebnahme-Part oder was mir da an Zeit? Was müsst ihr alles machen? Also von dem ihr kommt hier hin, bis ihr fahrt wieder nach Hause? Also ich würde jetzt mal sagen, für eine Anlage wie diese jetzt hier sind eigentlich so 6 Wochen realistisch. Wow. Die man dann hier ist und alles testet. Inklusive TÜV. Was natürlich auch wichtig ist, man muss sehr viele Alarme testen. Also wir haben hier über 1000 Alarme auch wieder an der Anlage und die müssen wir halt vor Ort alle einmal simulieren und dann testen, dass sie kommen. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass wenn der Alarm kommt, dass man wieder aus dieser Situation rauskommt. Also wenn der Alarm kommt, muss man auch die Möglichkeit haben, den Alarm wegzubekommen. Und den sicher wegzubekommen, nicht, dass man den einfach quittiert und es sollte was geändert werden, bevor man den quittiert. Genau, ja. Stark, wirklich krass und glaube ich mal ein spannender Einblick für viele, die sehen, oh, der Stahlbau ist fertig, warum dauert das noch so lang? Ja. Wie komplex das ist und vor allem die Komplexität dahinter für die Sicherheit, damit einfach nichts passieren kann. Danke dir. Kein Problem.